Herzlich willkommen bei Inside. Heute begrüße ich Sie aus Zillingtal, aus dem Burgenland, wo in Kürze der Sternmarsch im Rahmen des Musikerfestes stattfindet. Ein Event, bei dem Kultur und Tradition ganz groß geschrieben werden. Und im Anschluss geht es dann noch einmal zum Kampfkunsttraining im Verein Seiryoku Ninjutsu in Pötsching. 12 in- und ausländische Gastkapellen aus 3 verschiedenen Himmelsrichtungen sammeln sich am zentralen Treffpunkt zum Empfang durch den Musikverein Dorfmusik Zillingtal. Der Sternmarsch verwandelt auch diesmal wieder den Ort in ein Meer der Trachten. Bei der Begrüßung, ganz unter dem Motto „Vom Winde verweht", wird jeder Musikverein vorgestellt und lässt auch schon erahnen, woher eigentlich die Idee stammt. Die Idee kommt eben aus der eigentlichen Situation, dass sich die Vereine eben präsentieren können und dass es eine gute Möglichkeit ist, sie offiziell zu begrüßen. Weiter sind natürlich die Vorteile, dass man die Ortsbevölkerung auf das Fest aufmerksam macht, am selben Tag auch, und dass sie die Möglichkeit haben, die Vielfältigkeit der einzelnen Trachten und der einzelnen Vereine sehen zu können. Jede Gastkapelle erhält beim Empfang ein Gastgeschenk, worauf selbstverständlich getrunken wird. Mitgeführt werden die edlen Brände von den Marketenderinnen, die dafür sorgen, dass das Glas immer voll ist. Den Musikverein Zillingtal gibt es seit 2004. Verantwortlich dafür ist unter anderem Kapellmeister David Suttner. Ja, unser Verein besteht jetzt seit 8 Jahren. Angefangen habe ich mit 9 Leuten und mittlerweile sind wir auf 46 Personen. Beachtliche Zahl. Ja, es passt gut so. Und was genau ist deine Funktion? Ich bin ja Kapellmeister beim Musikverein Dorfmusik Zillingtal. Macht mir sehr große Freude und einen sehr großen Spaß daran, die Arbeit mit den Leuten zu fungieren. Eines der größten Highlights des Vereins bisher war: Das Highlight war die Marschmusikwertung in Ebrechtsdorf, wo wir in der Stufe E, der höchsten Stufe, mit einem ausgezeichneten Erfolg abgeschlossen haben. Nachdem alle Gäste eingetroffen sind, geht es weiter in Richtung Veranstaltungshalle. Und da wird neben Speis und Trank im musikalischen Rahmen auch gebührend gefeiert. Die Majorettengruppe aus Schopron begeistert mit einer Tanzeinlage. Goldene Abzeichen der Gemeinde Zillingtal. Recht herzliche Gratulation und recht herzlichen Dank. Egal ob schon lange dabei oder erst seit kurzem, die Musikerinnen der ersten burgenländischen Trachtenkapelle Donnerskirchen verbindet ihre Leidenschaft für die Musik. Ich spiele den Ohrhorn schon seit fast 10 Jahren im Musikverein. Ich bin die Karina und ich spiele Klarinette und es macht mir sehr viel Spaß. Schon seit fast 10 Jahren bin ich auch dabei. Ich bin die Verena, ich spiele Querflöte und bin schon seit ca. 3 Jahren dabei, 3, 4 Jahren. Ich bin die Gudrun und ich spiele Querflöte und ich bin erst seit kurzem beim Musikverein dabei. Ich bin die Julia, ich spiele Trompete und ich bin seit ca. 3 Jahren beim Musikverein dabei. Früh übt sich. Das bestätigt auch Obmann Rudolf Horvath. Bei uns kann man eigentlich von Kindesalter beitreten. Kleine, sagen wir, vom Kindergarten her. Und wir haben heuer gegründete Musikzwerge. Da wird spielerisch den Kindern die Musik beigebracht. Und dann in weiterer Folge gibt es die Jugendmusik. Sie heißt zwar Jugendmusik, aber sie ist auch für Junggebliebene, für den Nachwuchs. Und was ist geplant für die Zukunft? Was ist euer nächstes großes Projekt? Unser großes Projekt für die Zukunft ist der Bau eines Musikerheimes, da wir Gott sei Dank stetig wachsen. Viele helfende Hände sorgen für reichlich Nachschub. Ob in der Küche, an der Bar oder die Marketenderinnen, damit niemand traurig nach Hause gehen muss.
hier wird jetzt noch fröhlich weitergefeiert mit den Schürzenträgern. Und für mich heißt es jetzt raus aus dem Dirndl und rein ins Trainingsoutfit, denn es geht weiter mit der Fortsetzung vom Kampfkunsttraining. Zurück im Verein Seiryoku Ninjutsu in Pötsching. Ronald Högen erklärt, wie ich mich als Frau ohne Kraftaufwand in einer Notsituation in Sicherheit bringen kann. Man nimmt so quasi die Energie vom Gegner, wandelt es um in einen Gegenangriff. Hauptsache ist, dass ich als Frau, als Verteidiger einfach wegkomme. Es geht nicht darum, dass ich jetzt den Gegner, den Angreifer zu Tode prügle, sondern einfach, dass ich wegkomme, mich entfernen kann, in Sicherheit bringen kann. Also eine Lösung in einer Notsituation sozusagen. Absolut. Aber wie wird das praktisch umgesetzt? Was genau erlerne ich? Selbstbewusstsein, Distanz und die einfachsten Hebel. Handbefreiungen aus Würgegriffen heraus, sich einfach zu befreien. Eventuell, wenn es sein muss, einen kleinen Gegenangriff, aber wichtig ist, weg und Distanz schaffen, in Sicherheit bringen. Ein Beispiel zeigt, wie schnell ich einen Angreifer außer Gefecht setzen kann. Am Kopf, zu dir ziehen, Knie und jetzt nimmst du die Ohren. Mit den Nägeln die Ohren und wie ein Lenkrad drehen, in irgendeine Richtung. Genau. Sehr gut. Jetzt mache ich es alleine richtig. Was auf den ersten Blick leicht aussieht, will doch geübt sein. So? Richtig? Sehr gut. Hier wird noch einmal deutlich, wie wirksam eine einfache Hebeltechnik sein kann. Was dann nämlich passiert ist, dass wenn ich jetzt da zur Hand gehe und mich drehe, dann löst sich der Finger, weil er die Kraft nicht hat, das zu halten. Genau. Also die Hand muss quasi weichen. Richtig. Und ich brauche null Kraft, dadurch, dass ich die Körperenergie verwende. Genau. Das Bewegen ist eine ganz große Sache bei uns. Ja. Bin ich starr, Wasser, das sich nicht bewegt, stirbt ab. Für eine sichere und effektive Anwendung ist es deshalb wichtig, dass jede Bewegung in Fleisch und Blut übergeht. Zur Selbstverteidigung ist realistisch, wenn man einen 10er-Block zum Beispiel hat, von 2 Stunden jeweils, dass man schon effektiv was machen kann, dass es in die Motorik reingeht. Und Druckpunkt. Okay. Oder Ohr oder Nerven. Okay. Ja? Ja, es ist wichtig, dass man weiß, wo die um das geht. Das muss man üben. Das war es auch schon wieder heute bei Inside. In der nächsten Sendung ist das Motto erstklassiger Service. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren. Servus, bis zum nächsten Mal. Menschenlandschaften, Poesie in Farbe und Metall und andersartig. Im Kunsthaus Rust, Werte, die bleiben.